Ein Mann, der als erster reagiert, ist ein Mann, der die Kontrolle verliert. Er wird zum Sklaven des Timings anderer. Eine Marionette hineingezogen in das Tempo fremder Agenden. Während er hektisch versucht zu antworten, stellt sein Gegner bereits die nächste Falle. Das ist der stille Grund, warum die dominierendsten Figuren in Gerichten, Konzernen oder Königreichen stets ruhig wirken, ja sogar langsam. Nicht, weil sie schwach wären, sondern weil sie etwas verstehen, das die meisten nie begreifen. Timing ist Macht und wer zuerst reagiert, fällt meist zuerst. Niccolò Machiavelli warnte davor, berechenbar zu sein. Mehr noch, er warnte davor, sofort zu reagieren. In der Politik ist der Mann, der als erster reagiert, der Mann, der seine Karten zeigt. Er offenbart seinen emotionalen Zustand, seine Verzweiflung, seinen Mangel an Hebelwirkung. Der Machtspieler wartet, beobachtet, lässt andere sich zuerst entblößen, ihre Ängste, ihre Absichten, ihr Maß an Kontrolle und bewegt sich erst, wenn das Feld vollständig sichtbar ist. Das ist keine Feigheit. Es ist Präzision. Es ist die Kunst, Ergebnisse zu steuern, indem man seine eigenen Impulse beherrscht. Und in dieser Ära von Sofortnachrichten, viralem Aufruhr und schnell servierten emotionalen Ködern ist die Fähigkeit, nicht zu reagieren, die moderne Version psychologischer Unverletzlichkeit. Reaktion ist getarnte Kapitulation. In dem Moment, in dem jemand dich zur Reaktion provozieren kann, hat er dir bereits etwas genommen. Deinen Gleichmut, deine Distanz, deine Macht, Zeitpunkt und Art des Engagements selbst zu wählen. Darum fürchten Provokateure nie den impulsiven Mann. Sie fürchten denjenigen, der durch sie hindurchstarrt, unbewegt. Denjenigen, der zuhört, aber nichts zurückgibt. Denjenigen, der ohne ein Wort sagt, du bist meiner Energie nicht würdig, noch nicht. Machiavellis Machtmodell gründete nicht auf Geschwindigkeit. Es gründete auf Zurückhaltung, emotionaler Disziplin, der Bereitschaft, das Chaos sich entfalten zu lassen, solange es sich zuerst auf der Seite des Feindes entfaltet. Denke an jeden großen Verrat der Geschichte. Der Narr reagiert sofort, laut auf der Suche nach Gerechtigkeit. Der Meister wartet, sammelt Position und schlägt dann zu, wenn es ihm am meisten nützt. Wer zuerst zieht, muss raten. Es gibt einen Grund, warum Feldherren den Feind zum ersten Angriff verleiten. Der Angreifer muss die Strategie des Verteidigers erraten. Er muss sich festlegen, bevor er das ganze Feld sieht. Und einmal festgelegt, kann er es nicht rückgängig machen. Dasselbe gilt in verbalen Auseinandersetzungen, in Verhandlungen oder im psychologischen Schlagabtausch. Wer zuerst reagiert, zeigt nicht nur seine Position, er wird in ihr gefangen. Zuerst zu reagieren ist zu spielen, bevor du den Tisch gesehen hast. Wenn du dagegen verzögerst, selbst nur um Sekunden, zwingst du andere, mehr preiszugeben. Du siehst sie zucken, stolpern, sich anpassen. Du erkennst, wie sicher sie wirklich sind. Du misst ihre Reichweite, ihre Angst, ihre Schwäche. Diese Stille gibt dir mehr als Zeit. Sie gibt dir Information und diese Information ist dein Vorteil. Menschen entlarven sich, wenn du es nicht tust. Die meisten Menschen fürchten die Stille. Sie macht sie unruhig. Wenn du nicht reagierst, reden sie weiter, versuchen die Leere zu füllen, versuchen deine Antwort zu erzwingen. Dabei überziehen sie. Sie zeigen ihre Unsicherheiten, ihre Absichten, ihren emotionalen Zustand und alles, was du tun musstest, war zu schweigen. Machiavelli würde einen Saal betreten und wenig sagen. Er ließ andere Annahmen bilden. Er ließ sie zu viel reden. Und wenn sie glaubten, ihn durchschaut zu haben, sprach er kurz, präzise, wirkungsvoll. Er gewann nicht, indem er der Lauteste war. Er gewann, indem er andere dazu brachte, sich mit ihrem eigenen Mund zu entwaffnen. In deinem eigenen Leben gilt dieselbe Regel. Wenn dich jemand zu einer Antwort drängt, lass ihn nicht in der Unbequemlichkeit sitzen. Lass ihn sein Spiel offenlegen. Timing ist eine Waffe. Nutze es bewusst. Für Ungeübte wirkt eine verzögerte Reaktion wie Zögern. Für den Strategen ist sie Hebel. Eine Pause vor der Antwort lässt deine Worte abgewogen wirken, nicht emotional. Eine Verzögerung in der Konfrontation erzeugt Spannung und Spannung lässt andere ihren nächsten Zug in Frage stellen. Wenn dich jemand beleidigt, kontere nicht sofort. Halte den Blick. Sage nichts. Lass die Stille verhärten. Dieser Moment, dieses Ausbleiben der Reaktion, verletzt oft mehr als jede Retourkutsche, denn sie verbringen die nächste Stunde, den nächsten Tag, die nächste Woche damit, sich auszumalen, was du tun wirst. Und die Fantasie straft härter als die Realität.
Machiavelli wusste, die Furcht vor dem Unbekannten erzeugt mehr Unterwerfung als jede Gewalt. Er nutzte Timing wie Gift, unsichtbar, aber stets wirksam. Erste Reaktion gleich erste Entblößung gleich erstes Ziel. In gefährlichen Umgebungen, politisch, unternehmerisch oder sozial, wird der Erste, der spricht, zum Fokus. Der Erste, der sich bewegt, wird zum Maßstab. Und oft wird der Erste, der reagiert, zum Sündenbock. Darum strebt echte Macht nicht danach, den Moment zu gewinnen. Sie strebt danach, die Dynamik zu gewinnen. Und die Dynamik neigt sich immer zugunsten dessen, der beobachtet. Lass sie zu dir kommen. Lass sie zuerst schlagen. Lass sie versuchen, dich in eine Reaktion zu drängen. Gib ihnen nichts, bis deine Stille unerträglich wird. Und wenn du dann handelst, tu es mit so unverhältnismäßiger Klarheit, dass ihnen klar wird, du hast nie geschlafen. Du hast gewartet. Kontrolle ist mächtiger als Sieg. Wenn du ausrastest und gewinnst, fürchten die Leute dein Temperament. Wenn du abwartest, kalkulierst und gewinnst, fürchten sie deinen Verstand. Das verstand Machiavelli besser als jeder andere. Er wollte nicht nur als gefährlich gelten, er wollte als beherrscht gelten, denn Kontrolle überdauert rohe Gewalt. Sie verdient Respekt, den Furcht allein nicht hervorbringt. Und sie lässt Menschen nicht nur zweimal überlegen, ob sie dich angreifen, sondern ob sie dich überhaupt involvieren. Wenn Menschen von dir sprechen, sollen sie sagen, er redet nur, wenn es nötig ist. Sie zeigt nie ihre Karten, aber wenn sie sich bewegt, ändert sich alles. Du wirst nicht einmal merken, dass du verloren hast, bis Wochen später. So klingt unantastbare Macht. Wenn du dich weigerst, zuerst zu reagieren, gibst du den Moment nicht auf. Du besitzt das Spielfeld. Du zwingst alle anderen schneller, lauter, schlampiger zu spielen. Und in diesem Chaos bist du die Konstante. Derjenige, der nicht erschüttert werden kann. Derjenige, der nicht zu ködern ist. Derjenige, der, wenn er schließlich spricht, das Gespräch beendet. Die gefährlichsten Männer sind nicht jene, die zuerst sprechen, am lautesten schreien oder mit geballten Fäusten in jede Schlacht stürmen. Die gefährlichsten zucken nicht, sie reagieren nicht, sie eilen nicht. Sie beobachten. Sie lassen alle anderen Energie verbrennen, Absichten offenlegen, aus Angst Allianzen schmieden. Und wenn die Zeit reif ist, wenn jede Karte auf dem Tisch liegt, machen sie einen berechneten Zug, der das Gleichgewicht völlig verschiebt. Das ist machiavellische Geduld, das stille Dominanzspiel, das andere emotional handeln lässt, während du unantastbar bleibst. Und es funktioniert nur, wenn du die Kunst beherrschst, niemals zuerst zu reagieren. Niemals. Die Falle des Egos, man will dich zur Verteidigung zwingen. Der einfachste Weg, eine mächtige Person in Schwäche zu locken, ist, ihren Stolz zu pieksen, ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, Dinge öffentlich zu sagen, von denen man weiß, dass sie dich zu einer Antwort reizen. Denn in dem Moment, in dem du antwortest, wirst du berechenbar. Machiavellis Lektion ist klar: Verteidige dich nie unter Druck. Nimm niemals den Köder der Rechtfertigung. In dem Moment, in dem du dich erklärst, bist du bereits unter dem, der dich beschuldigt. Ein König streitet nicht mit einem Bauern. Ein Stratege erklärt seine Stille nicht. Wenn man dich missversteht, lass sie. Wenn Gerüchte umgehen, lass sie reden. Wenn man dich provozieren will, lächle und lass sie ins Leere laufen. Nichts verwirrt den Gegner mehr, als seine Attacke nicht mit einer Reaktion zu adeln. Strategische Passivität ist getarnte Macht. Passive Menschen gelten oft als schwach. Aber strategische Passivität, gewählte Stille, gewählte Ruhe, ist Kontrolle. Sie zwingt die Welt, sich zu dir hinzuneigen. Nicht, weil du laut bist, sondern weil du das unbewegliche Stück geworden bist, das jeder bedenken muss, bevor er seinen nächsten Zug macht. Während andere vom Bedürfnis getrieben sind, zu sprechen, zu reagieren, zu korrigieren, sich einzumischen, wirst du vom Bedürfnis getrieben, zu gewinnen. Lass sie Status jagen. Du jagst Position. Lass sie Streit suchen. Du jagst Timing. Am Ende werden sie sich verausgaben, dich in einen Kampf zu ziehen. Aber du rührst dich nicht. Nicht bevor die Stille so viel Gewicht aufgebaut hat, dass dein Handeln vor allem psychologisch trifft, nicht nur taktisch. Die Waffe der verzögerten Antwort: Es gibt einen Grund, warum Mächtige nicht sofort reagieren. Nicht, weil sie unsicher wären, sondern weil jede Verzögerung den psychologischen Druck auf den Gegner zurückschiebt. Verzögerung ist Dominanz. Sie zeigt, dass du nicht von fremden Uhren regiert wirst,
dass du antwortest, wenn du entscheidest, nicht wenn man dich ruft. In persönlichen Streitigkeiten lässt eine Pause vor der Antwort deinen Gegner zu viel erklären. Ein Tag Stille nach einer Beleidigung lässt ihn zweifeln, ob er zu weit gegangen ist. Eine Woche. Kein Kommentar nach einem Gerücht lässt das Gerücht unter seinem eigenen Gewicht verrotten. Machiavelli hätte die Zeit wie ein Skalpell bewaffnet. Nicht, weil er aufschieben musste, sondern weil er wusste, dass sie sich im Warten selbst zerstören. Emotionen sind Köder. Lass andere ihre zuerst zeigen. Jeder emotionale Ausbruch ist ein Geständnis. Wut verrät Angst. Verteidigungshaltung verrät Unsicherheit. Übermäßige Entschuldigung verrät Schuld. Wenn du emotional reagierst, selbst wenn du im Recht bist, übergibst du deinem Gegner eine Landkarte deiner Psyche. Er weiß nun, was dich triggert, was dich kränkt, was du verzweifelt schützen willst. Machiavelli zeigte nie Wut, es sei denn, sie war Teil des Plans. Er ließ andere zuerst ihre Wut zeigen, um zu lernen, wie sie funktionieren, was ihre Prioritäten sind, welche Ängste unter ihrem Lärm verborgen liegen. Und sobald er ihre Schwäche sah, schlug er ruhig und erbarmungslos präzise zu. Die Lektion lautet, lass andere zuerst fühlen. Lass sie Emotionen vergießen. Du bleibst gefasst, denn wer gefasst bleibt, kontrolliert den Rhythmus des Krieges. Die Macht des Unlesbaren. Es gibt eine besondere Art von Furcht, die unlesbare Menschen umgibt. Diejenigen, die nicht so reagieren, wie andere es erwarten, deren Gesicht nichts verrät, deren Ton nie schwankt, deren Timing nicht vorhersehbar ist. Es geht nicht darum, robotisch zu sein. Es geht darum, bewusst unnachvollziehbar zu sein. Wenn Menschen nicht wissen, was dich beleidigt, wissen sie nicht, wie sie dich beleidigen sollen. Wenn sie nicht wissen, was dich begeistert, wissen sie nicht, wie sie dich manipulieren. Unlesbar zu sein heißt nicht greifbar zu sein. Und ungreifbar zu sein heißt unkontrollierbar zu sein. Wenn du unantastbar sein willst, lerne andere deine Stille studieren zu lassen, während du ihren Drang studierst, sie zu brechen. Dieser Drang ist dein Vorteil. Lass andere den ersten Fehler machen. Wenn du deine Reaktion zurückhältst, liegt die Bürde des Handelns beim Gegenüber. Menschen unter Druck, vor allem wenn sie dich manipulieren wollen, überreizen leicht. Sie versuchen zu viel. Sie geben zu viel Preis. Sie bewegen sich zu früh und schaffen dadurch Angriffsflächen, die es nicht gäbe, wenn du zuerst reagiert hättest. Lass sie lügen. Lass sie posieren. Lass sie ihre Falle zu weit bauen. Du stehst knapp außerhalb ihrer Reichweite, beobachtest, wartest und lässt sie glauben, sie hätten gewonnen. Und wenn sie sich exponiert haben, bewegst du dich. Es muss nicht laut sein. Ein leiser, gut geteamter Schlag zerstört 1000 Züge, die im Lärm gemacht wurden. In der Stille wirst du zum Spiegel. Eine von Machiavellis subtilsten Taktiken war, Menschen ihre eigenen Gedanken, Ängste und Erwartungen auf ihn projizieren zu lassen. Er blieb vage, ruhig, unlesbar. In dieses Vakuum hinein begannen die Leute sich vorzustellen, wer er sei. Sie schrieben ihm Motive zu, Paranoia, Respekt, Furcht, doch es war alles ihr eigenes Spiegelbild. Er reflektierte es lediglich. Wenn du zuerst reagierst, nimmst du den Menschen diese Projektionsfläche. Bleibst du jedoch still, füllen sie die Stille mit eigenen Annahmen, oft solchen, die dir nützen. Lass sie denken, du seist wütend. Lass sie denken, du seist schwach. Lass sie raten. Jede falsche Annahme schwächt ihre künftige Strategie. Tu nichts und lass den Raum kippen. Manchmal ist der größte Zug, keinen zu machen. Wenn eine Gruppe sich gegen dich wendet, bettle nicht. Wenn sie flüstern, verteidige dich nicht. Wenn sie ungerecht handeln, fuchtle nicht. Warte einfach. Beobachte. Lass es sich abspielen. Denn wer verrät, verleumdet oder provoziert, verbrennt meist seine eigene Glaubwürdigkeit, wenn du ihm nur genug Seil gibst. Machiavelli saß Verrat aus, im Wissen, dass Fraktionen mit der Zeit an ihren Widersprüchen kollabieren. Und wenn sie es taten, trat er zurück ins Bild, unverändert, ungerührt, unversehrt. Je länger du nichts tust, während andere sich selbst zerstören, desto furchteinflößender wird deine bloße Präsenz. Man wird sagen, er hat nicht einmal reagiert. Sie hat keinen Finger gerührt. Und doch haben wir verloren. Das ist nicht nur Dominanz, das ist Mythos. Du musst nicht zuerst sprechen. Du musst überhaupt nicht antworten. Lass die Welt schreien. Lass den Raum kippen.
Lass deine Feinde ihre Energie vergießen, während sie versuchen, deine Hand zu erzwingen. Denn wenn du die Macht der Stille, des Timings und der emotionalen Ruhe meisterst, wirst du nicht nur gefürchtet, du wirst unantastbar. In den Korridoren der Macht ist echte Autorität selten die, die die lauteste Rede hält. Es ist diejenige, deren Schweigen die Atmosphäre verschiebt. Diejenige, vor der niemand zuerst sprechen will. Deren Meinung man abwartet. Deren Reaktion den Raum definiert, gerade weil sie noch nicht gekommen ist. Das ist die endgültige Form des Nicht-zuerst-Reagierens, wenn man es über die persönliche Interaktion hinaus zur sozialen Führerschaft ausdehnt. Machiavelli war nicht nur ein Meister psychologischer Kriegsführung. Er war ein Taktiker menschlicher Milieus. Er wusste, wie man ganze Fraktionen, Kreise und Höfe kontrolliert, indem man weniger sagt als alle anderen. Er richte Reputation durch Stillheit, nicht durch Behauptung. In Gruppen glauben die meisten, Reputation werde durch Sichtbarkeit verdient, durch ständige Beiträge, dealauteste Stimme, den Kampf um Gehör. Machiavelli würde das Gegenteil behaupten. Wahre Dominanz im Raum liegt bei dem, der am wenigsten spricht, aber am absichtsvollsten handelt. Deine Stille ist nicht passiv. Sie ist geladen. Sie lässt andere an sich zweifeln. Sie lässt sie nach deinem Input verlangen. Und wenn du schließlich sprichst, auch nur kurz, hören alle zu. Nicht, weil deine Stimme laut ist, sondern weil deine Zurückhaltung Wert aufgebaut hat. Wer zuerst reagiert, ist der Gnade des Gesprächs ausgeliefert. Wer wartet, formt dessen Richtung. So etablierst du Autorität in der Stille. In Besprechungen, sage weniger, verändere mehr. Jeder Raum hat eine verborgene Hierarchie. Es ist nicht die offizielle Struktur auf Papier, es ist die emotionale Landkarte. Wer setzt den Ton? Wessen Zustimmung wird gesucht? Wen imitiert man? Diese Position gewinnt man nicht durch Dominanz. Man gewinnt sie durch Zurückhalten, Beobachten und punktgenaues Sprechen. Wenn viel auf dem Spiel steht, tragen wenige Worte mehr Macht. Sage die ersten 20 Minuten nichts. Lass alle ihre Motive, Unsicherheiten, Loyalitäten offenlegen. Beobachte, wer Aufmerksamkeit braucht. Beobachte, wer sich positioniert. Du lernst das Spiel, bevor du einsteigst. Dann, wenn jemand einen Vorschlag, eine Anschuldigung oder einen kühnen Zug macht, warte einen Schlag, 2 Schläge. Lass die Spannung wachsen. Sprich dann mit chirurgischer Klarheit. Ein Satz, ein scharfer Winkel, das genügt. Du hast den Raum um deine Stimme neu ausgerichtet und alle denken zweimal nach, bevor sie erneut sprechen, ohne zu bedenken, wie du reagieren wirst. Lass andere zuerst Allianzen bauen, dann spalte sie. In jeder Gruppe oder Machtstruktur formen sich Allianzen schnell, doch die meisten sind emotional, nicht strategisch. Sie basieren auf Klatsch, gemeinsamen Feinden, oberflächlichem Charme. Lass sie entstehen. Sieh zu, wie sie sich verketten. Lächle höflich, sage wenig. Und wenn du einen Riss siehst, übe leisen Druck aus. Ein Flüstern zur rechten Person zur rechten Zeit. Eine kühle Beobachtung, wie unzuverlässig jemand war. Eine verzögerte Korrektur, die einen Loyalen an seinem Anführer zweifeln lässt. Reagierst du zu früh und versuchst offen zu spalten, wirst du zum Feind. Wartest du jedoch, lässt du ihre Instabilität reifen und sagst gerade genug, um die Fraktur zu beschleunigen, dann zerreißen sie sich selbst. So fallen Imperien. Nicht durch äußeren Angriff, sondern durch einen Samen des Zweifels, gepflanzt von jemandem, der nie wie eine Bedrohung aussah. Wirke neutral, bis es profitabel ist, Partei zu ergreifen. In konfliktgeladenen Umgebungen herrscht stets Druck, früh Position zu beziehen. Diejenigen, die zuerst reagieren, tun es oft aus Angst. Angst, abgehängt zu werden, Angst, unentschlossen zu wirken. Machtspieler reagieren nie zuerst auf Spaltungen. Sie lassen die Linien gezogen werden, lassen Emotionen hochkochen und bleiben genau da, wo man sie nicht verorten kann. Das bewirkt zweierlei. Beide Seiten wollen dich gewinnen. Und du erhältst die Macht, den Ausgang zu bestimmen, indem du dich dann entscheidest, wenn es am meisten zählt. Machiavellis gesamte Strategie gründete darauf: Lass andere kämpfen, unterstütze dann die Seite, die dir nach dem Sieg am meisten schuldet. Und wenn beide Seiten kollabieren, umso besser. Du betrittst die Asche mit sauberen Händen. Nutze die verzögerte Reaktion, um Schuld und Scheinwerfer zu verschieben. Stille kann mehr als Wahrnehmung zu steuern. Sie kann Schuld umlenken.
In Gruppen ist es oft derjenige, der zuerst reagiert, der den Druck absorbiert. Derjenige, der schweigt, dessen Gedanken unbekannt bleiben, wird zur Projektionsfläche der Sicherheit. Wenn die Spannung steigt, biete keine Lösungen an. Verteidige dich nicht, übernimm nicht die Führung. Lass andere sich abmühen. Lass sie Namen werfen, Schuld schieben, den Retter spielen. Und wenn sich der Staub legt und Reue einsetzt, trittst du ruhig, gesammelt, präzise auf, bietest Einsicht, keine Meinung. Du erscheinst nicht als Beteiligter, sondern als jemand, der darüber steht. Und so geht die Schuld an dir vorbei. Der Scheinwerfer dreht sich dir zu und dein Einfluss wächst, während alle anderen versuchen, sich zu erholen. Nicht verteidigen, neu definieren. In Gruppen, wenn man dich angreift oder in Frage stellt, verteidigen sich die meisten. Fehler. Das ist Reaktion. Ein machiavellischer Geist verteidigt nicht, er definiert die Lage neu. Greift jemand deine Absichten an, leugne nicht. Verschiebe die Erzählung. Wäre ich emotional, würde ich reagieren wie du gerade. Ich bin hier, um das Problem zu lösen. Du hast soeben ihre Aggression als Unreife gerahmt und deine Stille als Reife. Nun sieht die Gruppe sie als erratisch und dich als den Erwachsenen im Raum. Jede Reaktion ist eine Falle, aber jede Pause ist eine Tür, eine Chance, aus der Anschuldigung auf höheres Terrain zu treten. Wenn du neu rahmst, statt zu antworten, setzt du die Erzählung, der nun alle folgen müssen. Takte den finalen Zug so, dass er unvermeidlich wirkt. Wenn du nie zuerst reagierst und andere sich offenbaren, spalten, beschuldigen, verteidigen und kollabieren lässt, wird dein eventueller Zug mythisch. Nicht, weil er dramatisch wäre, sondern weil du bis zu dem Moment gewartet hast, in dem jeder andere Zug töricht erschiene. Sie kämpften, sie ruderten, sie entblößten sich, sie scheiterten daran, etwas zu lösen. Dann kommst du, derjenige, der stets ruhig wirkte, stets distanziert blieb, stets wenig sagte. Jetzt klingt dein Wort nicht nur klug. Es klingt notwendig. Und wenn du handelst, wirkt es nicht wie Ambition. Es wirkt wie die Wiederherstellung von Ordnung. Du hast nicht zuerst reagiert. Du hast sie sich selbst verbrennen lassen. Du hast den Raum in Chaos kippen lassen und bist dann unberührt hindurchgegangen. Das ist echte Macht. Das ist Machiavellis Regel.